Akeno Himejima ist eine College-Studentin im ersten Jahr an der Kuo-Akademie und eine der vielen weiblichen Protagonisten aus dem Highschool DD-Franchise. Akeno besitzt eine üppige Figur mit sehr langen, schwarzen Haaren und violetten Augen. Ihr Haar ist normalerweise zu einem langen Pferdeschwanz zusammengebunden, welcher bis zu den Beinen reicht, wobei 2 Strähnen von oben herausragen und dann nach hinten fallen. Ein orangefarbenes Band hält diese an Ort und Stelle fest. Sie ist die Tochter von Bariquel, einem der gefallenen Engel, dem derzeitigen stellvertretenden Generalgouverneur von Grigori, und Shuri Himejima, einem Mitglied des Himejima-Clans. Sie ist die Königin von Rias Gremoris Clan und ihre beste Freundin. Akeno ist neben Rias eine der 2 beliebtesten Mädchen an der Kuo-Akademie. Wie die meisten Mädchen der Kuo-Akademie trägt sie die übliche Mädchenschuluniform der Kuo-Akademie und dazu schwarze, wadenlange Socken. Wie aus dem Dragon Magazine D-Handbuch hervorgeht, betragen ihre Körpermaße 102, 60, 89 cm bei einem Körpergewicht von 54 Kilogramm, während sie eine Körpergröße von 168 cm misst. Akeno ist das einzige Kind von Shuri Himejima, einer Shinto-Priesterin, und Bariquel, einem gefallenen Engel und einem der Anführer der Organisation der gefallenen Engel, Grigori. Als Kind stand Akeno ihrer Mutter nahe, da ihr Vater die meiste Zeit auf Mission unterwegs war und in Verzweiflung geriet, als sie den Tod ihrer Mutter miterlebte und Bariquel beschuldigte, sie nicht beschützen zu können. Nach dem Tod von Shuri blieb Akeno bei den Verwandten ihrer Mutter, bevor sie wegen ihren gefallenen Engelsblutes rausgeschmissen wurde. Im Alter von 10 Jahren reiste Akeno ohne Geld und Essen durch Japan und nutzte ihre Fähigkeiten zur Reinigung böser Geister, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte, um zu überleben. Als sie in eine bestimmte Stadt kam, rettete Akeno indirekt einen Menschen, der mit einem Teufel aus dem Grimoire-Clan unter Vertrag stand. Aus Angst, dass der Teufel sie aufgrund ihres Erbes der gefallenen Engel töten würde, beschloss Akeno, sich vor ihnen zu verstecken. Später, als sie versuchte, die Stadt zu verlassen, wurde Akeno plötzlich von ihren Verwandten aus dem Himejima-Clan angegriffen, welche gekommen waren, um sie zu töten. Bevor ihr Großonkel Suo Himejima den entscheidenden Schlag landen konnte, erschien Rias und der Bischof ihres Vaters, Heinrich Cornelius Agrippa. Beide redeten Akenos Familie mit 2 Bedingungen aus, sie zu töten. Erstens sollte Akeno niemals das Territorium des Himejima-Clans mehr betreten und zweitens immer an der Seite von Rias bleiben. Als diese Bedingungen akzeptiert wurden, zog Akeno schließlich in den Gremori-Palast, wo ihr verschiedene Dinge beigebracht wurden, von Studien über das Verhalten einer Dame bis hin zur Vertiefung ihrer Bindung zu Rias. So wurde sie auch schließlich zu ihrer besten Freundin. Zu dieser Zeit hatte sie auch Sona Sidri kennengelernt. 2 Jahre vor den Ereignissen der Serie trat sie neben Rias in die Kuo-Akademie ein und half ihr beim Wiederaufbau des Occult Research Club, dessen Vizepräsidentin sie bekanntlich wurde. Da Issei und Asia unter den gefallenen Engeln gelitten haben und von dem gefallenen Engel Renaer manipuliert und getötet wurden, machte sie sich Sorgen, dass Issei sie aufgrund ihrer Natur als gefallener Engel nicht mögen würde. Nachdem er ihr allerdings gesagt hatte, dass er sie immer noch mochte, verliebte sich allerdings Akeno in diesen. Mit Isseis Hilfe war sie in der Lage, die Trauer über den Tod ihrer Mutter zu überwinden und sich mit ihrem entfremdeten Vater zu versöhnen und ihre familiäre Bindung zu erneuern. Da Issei ihr half, vertiefte sich Akenos Liebe zu ihm erheblich, als sie ihre Gefühle ihm gegenüber gestand. Im Anime verwandelt sich ihre Kleidung während des Kampfes oft in eine traditionelle Miko-Kleidung, welche aus einem weißen Haori mit roten Akzenten, einem roten Hakama und ein paar Zori mit weißen Tabi besteht. Als sie sich im Band 4 der Light Novel zum ersten Mal als gefallener Engel vor Issei offenbarte, enthüllte sie einen Teufelsflügel und einen gefallenen Engelsflügel. Dies ändert sich später mit Hilfe von 2 Armbändern, welche ihr von Azazel gegeben wurden, in 6 gefallenen Engelsflügel. In True Volume 2 ändert sich die Anzahl in 8 gefallene Engelsflügel übrigens. In dieser Form wird von Yuto Kiba angegeben, dass sie wie ein hochrangiger, gefallener Engel aussieht. Akeno wird zunächst als sehr elegante und sanfte Frau gezeigt, welche die Prinzipien der idealen japanischen Frau verkörpert, dem Yamato Nadeshiko. Diese kann als Mischung aus Hausfrau, Geisha und Samurai charakterisiert werden. Unter ihrer ruhigen Atmosphäre zeigt sie sich jedoch im Kampf äußerst sadistisch und zeigt keine Gnade oder Reue gegenüber den Feinden, die sie tötet, behält beiläufig ihre lächelnde, elegante Persönlichkeit über den Tod des Feindes bei und zeigt einen Ausdruck von Freude und Lust, ihnen Schmerzen zu bereiten.
Obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit ursprünglich kein Interesse daran hatte, Männer zu treffen, begann sie sich für Issei zu interessieren, da sie ihn für einen kleinen, süßen Kohai hielt. Dieses Interesse verstärkte sich, nachdem sie seine Entschlossenheit im Rating-Game gegenüber Riser Phoenix und seine Aktion während Rias Verlobungszeremonie gesehen hatte, bei der er Riser Phoenix besiegte. Akeno liebt es, Issei und Rias zu ärgern, indem sie meist vor Rias mit Issei flirtet, was Rias wiederum verärgert. Gegenüber Issei erklärte Akeno, dass sie auch etwas Masochismus in sich hat, was sie allerdings nur in dessen Gegenwart zeigen würde. Zudem erfahren wir, dass Akeno ziemlich vulgär sein kann, wenn sie mit Issei flirtet. Dabei ist es ihr egal, ob Rias davon weiß. Auch die Tatsache, dass Rias die beiden erwischte, als sie versuchte, zusammen mit Issei Sex zu haben. Gleichzeitig versucht Akeno Issei dabei zu helfen, seine Beziehung zu Rias zu festigen. Sie ging sogar so weit, dass sie Issei half, Rias ein Geständnis zu machen. Nachdem Akeno sich in Issei verliebt hat, verändert sich ihr Verhalten ihm gegenüber und sie wird sehr verführerisch und ist besessen davon, eine Affäre mit ihm zu haben, wann immer sie eine Gelegenheit findet, was allerdings oft von Rias oder einigen anderen unterbrochen wird. Ihre schwache Seite kommt allerdings zum Vorschein, als sie ihre Maske, eine Onisama zu sein, ablegt. Was übrig bleibt, ist ihre wahre Seite der Abhängigkeit von einem Mann, der im Allgemeinen Issei und ihr Vater Baiquell ist, nachdem sie sich mit diesem versöhnt hatte. Wenn ihnen Gefahr droht, wird Akeno meist depressiv oder es kann auch zu einem Anstieg ihrer Anspannung kommen. Letzteres geschah, als Issei im Rating-Game zwischen den Citri- und Grimori-Gruppe verletzt wurde und ersteres, als Issei in der Dimensionslücke für tot gehalten wurde. Obwohl sie Issei gegenüber verführerisch ist und sich wie eine reife junge Dame verhält, ist Akeno immer noch unschuldig und emotional. Wann immer sie mit Issei verabredet ist, verhält sie sich wie ein normales Mädchen ihres Alters. Neben den typischen Kräften von Dämonen besitzt Akeno großes Potenzial in der Nutzung dämonischer Kraft, welche vergleichbar mit der Kraft von Rias ist. Akeno verbessert ihre Kräfte später so weit, dass sie eine Armee massenproduzierter Evil Dragons besiegen konnte. Des Weiteren zeichnet sich Akenos Kraft durch die Verwendung natürlicher Elemente wie Blitz, Eis, Feuer und Wasser aus. Akenos charakteristische Fähigkeit ist Reiko, der heilige Blitz, welches sie von ihrem Vater geerbt hat. Akeno kombiniert hierbei Licht und Blitz. Sie konnte auch die Flamme von Cerberus im Handumdrehen einfrieren und Eissperre auf ihre Gegner richten. Aufgrund ihres ständigen Entzugs von Isseis Drachenaura hat sie auch die Fähigkeit erlernt, ihren heiligen Blitz in Form eines asiatischen Drachen zu formen, der sich bewegen kann, als wäre er lebendig. Im Band 19 kann Akeno 5 große heilige Blitzdrachen erschaffen und in True Volume 2 kann Akeno ihren heiligen Blitz in Form eines 5-köpfigen asiatischen Drachen formen. Abgesehen davon besitzt sie auch Defensivmagie, welche in der Lage ist, ihre Verteidigungskraft zu stärken, indem sie sich auf die Rook-Eigenschaften ihres Königinnenstücks konzentriert, um sich selbst und andere vor mächtigen Angriffen zu schützen. Auch hilfreich ist ihre Teleportationskraft und die Kraft der Hypnose, welche wir zu Gesicht bekamen, als sie es bei ihrem College-Freunden anwendete, um Isses Identität geheim zu halten, während sie ihn als ihr Freund vorstellte. Zu ihrer Ausrüstung zählen nicht nur die goldenen Armbänder, welche Azazel ihr gegeben hatte, um die Kraft ihrer gefallenen Engelnatur zu unterstützen, sondern auch eine Oni-Maske, welche ihr ermöglichte, 2 6 Meter große Dämonen zu beschwören. Einer namens Ura, der berühmte böse Oni, der zum Oberhaupt seiner Art wurde und in Onigashima lebte, und zweitens Ibaraki Dojo, ein legendärer Onigami, der als rechte Hand von Shuten Doji diente, einem der 3 großen Yokai Japans. Kommen wir zu den Fun Facts über Akeno. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Ishibumi wurde verraten, dass Akenos Geburtstag der 21. Juli ist. Der Name Akeno setzt sich aus 2 japanischen Wörtern zusammen, Ake, was so viel wie Zinnrot bedeutet, und No, was so viel wie von bedeutet. Also heißt Akeno eigentlich nichts anderes wie von Zinnrot. Akenos Nachname Himejima bedeutet Insel der Prinzessin. Akeno hat aufgrund ihres Blutes der gefallenen Engel große Brüste, da Azazel im Band 8 erwähnt, dass weibliche gefallene Engel verführerische Körper besitzt. Azazel hat allerdings auch erklärt, dass Akeno selbst für einen gefallenen Engel außergewöhnlich ist. Issei nennt Akeno in Band 1 der Romane Yamato Nadeshiko, was Personifikation einer idealisierten japanischen Frau oder der Inbegriff reiner weiblichen Schönheit bedeutet. In den Kampftypen des Rating Games wird Akeno als ein Zaubertyp angesehen, der einem Techniktyp näher kommt. Akeno erbte ihre sadistische Persönlichkeit von ihrer Mutter und ihre masochistische Persönlichkeit von ihrem Vater. In Ishibumis anderem Werk, Slash Dog, wurde enthüllt, dass Akeno blutsverwandt mit dem Hauptprotagonisten Tobio Ikuse als Cousine ist. Tobios Großmutter ist Mitglied des Himejima-Clans.
Akeno besitzt tatsächlich einen Führerschein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, sie braucht es ja eigentlich nicht. Sie kann sich teleportieren und auch Auto fahren jetzt. Praktisch. Bei der Didi-Beliebtheitswahl belegte sie mit Issei den 3. Platz in der Kategorie Alle Charaktere, den 2. Platz in der Kategorie Heldinnen und den 2. Platz in der Kategorie Pärchen mit Issei und den 5. Platz mit Rias. Das war unsere Anime-Lore zu Akeno Himishima. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie einem Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und stellt sie manuell auf alle Benachrichtigungen ein, damit ihr wirklich kein Video mehr verpasst, denn ansonsten sagt der Algorithmus eben, welches Video euch gefällt und sagt euch dann, wenn das eben online ist. Wäre blöd, ihr wollt ja jedes Video von uns sehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao!